Der Mensch ist seit jeher vom Wetter abhängig. Gewitter sind eine besondere Gefahr. Mit intelligenter Technik kann man diese rechtzeitig erkennen. Blitzdaten haben einen zeitlichen Vorteil und sie haben ferner den Vorteil, dass sie nicht interpretiert werden müssen. Eine Blitzmeldung ist eine Blitzmeldung. Punkt. Wir reden hier von Millionstel-Sekunden Unterschied. Diese Stationen sind aber über GPS auf Milliardenstel-Sekunden synchronisiert. Blitzdaten sind für viele Branchen lebensnotwendig geworden. Sie machen unser modernes Leben sicherer. Nowcast hat ein System entwickelt, mit dem Blitze zuverlässig erfasst werden. Wetter hat Auswirkungen auf die Pünktlichkeit, Wetter hat Auswirkungen auf die Sicherheit. Insofern spielt das Wetter und Wetterinformationen für uns eine ganz wesentliche Rolle. Technik für Grenzbereiche. Wenn man die Grenzen beachtet, ist es ungefährlich. Wenn man über die Grenzen drüber geht, wird es schnell sehr gefährlich. Bei Nowcast sind wir sehr glücklich darüber, dass es gelungen ist, aus der Forschung eine Technologie in ein operatives Unternehmen erfolgreich zu überführen und dass wir heute mit einem relativ kleinen, aber hochspezialisierten und sehr ehrgeizigen Team in der Lage sind, zunehmend weltweit Blitzdaten zur Verfügung zu stellen. Wissenschaftsstandort Garching bei München. Ende der 80er Jahre erforscht hier der Atomphysiker Hans-Dieter Beetz die Physik der Atmosphäre. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein System, um Blitze präzise messen zu können. Professor Beetz will das ändern. Die Möglichkeit, ein solches Netz zu entwickeln, hat ganz eng damit zu tun, dass wir, nicht nur meine Person, sondern auch meine Mitarbeiter, eben Physiker waren, Experimentalphysiker, die eben alle modernen Messmethoden kennen. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um ein effizientes und intelligentes System zu entwickeln. Die Forscher machen sich eine Eigenschaft der Blitze zunutze. Jede Entladung erzeugt einen starken Energieimpuls. Diese Energie besteht größtenteils aus elektromagnetischer Strahlung, analog niederfrequenter Radiowellen und kann von unseren Antennen, die ähnlich sind wie Radioantennen, aufgefangen werden, und zwar noch in großer Entfernung bis etwa 1000 Kilometer. Um die genaue Position eines Blitzes zu bestimmen, braucht man mehrere Antennen. Der elektromagnetische Impuls breitet sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Dadurch trifft er bei den verschiedenen Antennen mit einer minimalen zeitlichen Differenz ein. Mit einem patentierten Algorithmus wird daraus die exakte Position des Blitzes berechnet. Unser Blitzmesssystem unterscheidet sich von anderen Systemen durch eine besonders hohe Sensibilität. Das bedeutet, dass wir auch weit entfernte Blitze sehr präzise messen können und stets in der Lage sind, mit mehr Sensoren gleichzeitig die Blitze zu messen und dadurch sehr, sehr präzise zu bestimmen. Nowcast betreibt weltweit eigene und unabhängige Messnetze. Ein großes Netz hat den Vorteil, dass ich Gewitter sehr früh erkenne und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verfolgen kann. In Europa haben wir häufig die Situation, dass ein Gewitter über Südfrankreich oder Nordspanien entsteht und dann innerhalb von Stunden quer durch ganz Europa zieht. Damit kann ich sehr früh sagen, zu welchem Zeitpunkt das Gewitter an einem bestimmten Punkt ankommen wird. Wichtige Informationen für nationale Wetterdienste. Der Deutsche Wetterdienst ist von Beginn an in die Entwicklung des Systems involviert und einer der ersten Nutzer. Heute sind die Blitzdaten ein fester Bestandteil seiner Vorhersagen. In Verbindung mit den anderen Möglichkeiten der Radarmetrologie, der Satellitenmetrologie
haben wir jetzt gute Prognoseverfahren entwickelt. Das heißt, wir können für die nächsten 30, 60 oder 120 Minuten recht gut vorhersagen, wo zieht das Gewitter hin. Und dafür ist die Blitzortung, die Einbindung der Blitzdaten in das Gesamtsystem ganz wichtig. Flughafen München. Internationales Luftdrehkreuz mit über 1000 Flugbewegungen täglich. Ein komplexes System, in dem alles nahtlos ineinandergreifen muss. Jede Verspätungsminute kostet eine Fluggesellschaft eine ganze Menge Geld. Wir sind dafür zuständig, die Flüge so pünktlich wie möglich neben der obersten Priorität Sicherheit abzuwickeln. Und gerade bei einem Hub wie hier in München, wo eine Vernetzung mit Langstreckenflügen, Kurzstreckenflügen stattfindet, mit sehr vielen Passagierumschlägen etc., ist eine optimale Vorplanung der möglichen Kapazitäten auf Basis der Wetterdaten extrem wichtig. Gewitter stellen für den Luftverkehr eine ernstzunehmende Gefahr dar. Die Flugzeuge müssen rechtzeitig umgeleitet werden. Dafür muss die Planung permanent angepasst werden. Verlässliche Blitzdaten sind hier unentbehrlich. Wir haben einmal Satellitendaten, wo sich Gewitterlagen bzw. Wolken, konvektive Wolken bilden. Zusätzlich ist aber ganz wichtig zu sehen, wo kommt es zu Blitzentladungen, Blitzaktivitäten in diesen Wolkensystemen, da dies natürlich auch frühzeitig eine Information dafür ist, dass ein Gewitter in jeweilige Korridore, Luftsektoren einziehen wird oder sogar den Flughafen direkt betreffen wird. Das Nowcast-System bietet noch ein weiteres Feature, das sogenannte Cell Tracking. Die hohe Präzision unserer Blitzdaten erlaubt auch Kurzfristprognosen, wo, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Intensität Gewitter demnächst auftreten. Nicht nur die Flugzeuge in der Luft sind von Gewittern betroffen. Auch am Flughafen müssen Passagiere und Mitarbeiter vor Blitzeinschlägen geschützt werden. Wir haben zum einen natürlich die Sicherheit unserer Mitarbeiter im Auge zu behalten und zu beachten. Das heißt, zu verhindern, dass jemand vom Blitz getroffen wird oder geschädigt wird. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Einschränkungen unserer Kunden so gering wie möglich halten. Die Daten der Firma Nowcast auf dem System LinuteView spielen für uns bei der Blitzdetektion eine ganz wesentliche Rolle. Auf dem System wird nicht nur Blitz dargestellt, es wird auch Gewitterzellen dargestellt, es wird eine Gewitterzellenvorhersage getroffen anhand der Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit der Zelle, also wo befindet sich die Zelle voraussichtlich wann. Unentbehrliche Informationen für die Luftfahrt. Bei Nowcast steht die Qualität im Mittelpunkt aller Bemühungen. Das beginnt bei der Forschung, die wir selbst und in Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten und eigenen Experten durchführen. Das geht weiter, dass die gesamte Entwicklung der Software wie auch der Hardware im Haus bei Nowcast durch unsere eigenen Experten erfolgt. Und wir produzieren sogar die Hardware und betreiben dann auch die Netze, mit denen wir die Blitze zunehmend weltweit messen. Energie ist der Motor unseres modernen Lebens. Energieversorger sind zunehmend vom Wetter abhängig. Gewitter können die Stromversorgung empfindlich stören. Wir haben hier ein Stromnetz, das eine Länge hat von 32.000 Kilometern. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal in diesem Stromnetz von 32.000 Kilometern Länge die Stelle finden, in der die Störung aufgetreten ist. Der Worst Case: ein Stromausfall. Die Ursache muss so schnell wie möglich gefunden werden. Blitzdaten stehen in Echtzeit zur Verfügung. Wenn wir wissen, in einem nahen Umfeld gab es einen Blitzeinschlag, wie wir das eben über die Blitzdaten erkennen können, das wird ja auch hier visualisiert, dann können wir die Leitung erstmal wieder zuschalten und nur sollte da tatsächlich noch ein Schaden sein, müssen wir einen Mitarbeiter aus unserer Rufbereitschaft vor Ort schicken, der dann tatsächlich vor Ort noch eine Reparatur durchführen muss oder Ähnliches. Ausfallzeiten können so gering wie möglich gehalten werden. Ein starker Wettbewerbsvorteil. Zentrale Philosophie bei Nowcast ist es, basierend auf dem erfolgreich etablierten Messprinzip, stetig unsere Algorithmen, Systeme weiterzuentwickeln und vor allem auch unsere Forschungsergebnisse dort einfließen zu lassen.
Hochschule der Bundeswehr bei München. Im Hochspannungslabor können Blitze künstlich erzeugt werden. Optimale Forschungsbedingungen für die Blitzjäger. Es geht nicht nur um die Blitzortung selbst, sondern auch noch um die Präzisierung der abgeleiteten Daten. Wir reden hier über Hagelwarnung, über Starkregenwarnung. Wir reden auch davon, die präzise Vorhersage wirklich zu perfektionieren und die Gewitterentwicklung auf die Minute genau zu optimieren. Grundlagenforschung für neue Produkte. 3, 2, 1. Wenn es um den Nachweis von Schäden an einem Objekt geht, an einem sehr hochwertigen Objekt zum Beispiel, oder an Türmen, zum Beispiel Fernsehtürmen, dann bietet es sich an, über eine optische Überwachung den exakten Punkt des Blitzeinschlags zu bestimmen. Die künstlichen Entladungen werden mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgezeichnet. Wertvolle Daten unter Laborbedingungen, um die Systeme zu perfektionieren. Viele Branchen wie Windenergie und Versicherer profitieren von diesen Ergebnissen. Wir glauben, dass das gesamte Potenzial von Blitzdaten noch viel größer ist. Denken Sie an Großveranstaltungen, die man auch mit Hilfe von Blitzdaten überwachen sollte, oder an Branchen wie die Luftfahrt, in der man sicherlich letztlich auch im Cockpit zuverlässige Blitzinformationen wünscht. Die Staffel der sogenannten Hagelflieger in Oberbayern. Sie impfen Gewitterwolken mit Chemikalien, um Hagel in ungefährlichen Regen zu verwandeln. Genaue Informationen über aufziehende Gewitter sind die Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz. Wir wollen ja nicht erst impfen, wenn die Wolke bereits Hagel bildet, sondern wir wollen im Vorfeld an dieser Wolke dran sein. Und wir brauchen eigentlich etwas, womit wir diesen Zeitvorsprung gewinnen. Und die Blitzdaten sind ein guter Hinweis darauf, wo wird es denn zur nächsten Gewitterbildung kommen. Doch woher weiß man, ob ein Gewitter tatsächlich Hagel bringt? Die Antwort liegt in zwei unterschiedlichen Arten von Blitzen. Neben den Bodenblitzen gibt es auch sogenannte Wolkeblitze, die sich im Inneren eines Gewitters entladen. Je höher die Wolkeblitze steigen, umso stärker ist ein Gewitter. Ein Vorteil unseres Systems besteht darin, dass wir die Wolkeblitze nicht nur als Typ identifizieren können, sondern dass es uns auch möglich ist, die genaue Höhe zu erfassen, in welcher sie stattfinden. Dieses Verfahren wird von keinem anderen System geleistet und konnte daher von der Nowcast patentiert werden. Wenn Anzahl und Höhe der Wolkeblitze sprunghaft ansteigen, droht akute Gefahr. Das Signal für die Hagelflieger zum Start. Dann fliegt man in die Richtung der Gewitterzelle und muss halt dann auch mit den Daten, die man noch zur Verfügung hat, entscheiden, wo ist die richtige Stelle, an der ich impfen kann. Wir impfen ja im Aufwind einer Gewitterwolke und den Bereich muss man finden, möglichst schnell. Am Rand eines Gewitters ist die Orientierung oft schwierig. An der richtigen Stelle wird die Rakete gezündet. Und die Wolke regnet ab. Wenn man sich vorstellt, was in der Wetterküche in 5 Minuten abläuft, dann sieht man, wie wichtig es ist, Echtzeitdaten zu haben. Und die Blitzdaten sind eben die, sage ich mal, die aktuellsten Daten, die man bekommen kann für solche Dinge. Mit Nowcast messen wir bereits seit vielen Jahren alle Gewitter in Europa. Wir haben längst begonnen, unser Blitzmessnetz in weiteren Kontinenten und Ländern zu erweitern. Letztlich glauben wir, dass man überall Blitzdaten benötigt, gerade auch in Ländern, die noch nicht über die hinreichende technische Ausstattung verfügen, bieten Blitzmessnetze eine sehr effiziente und letztlich auch kostengünstige Möglichkeit, sich vor Unwettern zu schützen.